How many people have had a friend who did not want to be Christian because the God of the Old Testament was so violent and mean? Oh, wow. Okay. Wie viele von euch haben irgendeinen Freund oder eine Freundin, die kein Christ sein möchte, weil der Gott des Alten Testaments so böse und so gemein ist? Kill everything that breathes. Bringt alle um, die leben. Kill the children. Bringt die Kinder um. Kill the animals. Die Tiere. How many people have ever heard of a friend that says, "Oh, I don't want to be associated with that God"? Wie viele von euch haben schon mal von einem Freund oder so gehört, also mit dem möchte ich nichts zu tun haben? So I'm going to share a very funny sort of title. It says God of Genocide. Ich habe heute einen sehr interessanten Titel, Gott des Genozids, Gott des Völkermords. And when you look at the people in history that have been very evil, Und wenn ihr an die Leute in der Geschichte denkt, die sehr, sehr böse that waren, have killed millions of people, die Millionen von Menschen umgebracht haben, you have to think, well, what about God? dann kommt man noch zu der Frage, was ist mit Gott? They estimate that Stalin was probably the one that killed more people than anyone else. Man vermutet, man schätzt, dass Stalin der Mensch war, der die meisten anderen Menschen umgebracht hat. Probably about 25 million people. Um die 25 Millionen Menschen. But what about the flood? Aber was ist mit der Sintflut? The estimate is 1 million people died in the flood. How many? 100 million. 100 Million. Yeah. Man schätzt, dass 100 Millionen Menschen in der Flut umgekommen sind. Now, who caused the flood? Was hat dazu geführt, dass diese Flut überhaupt kam? Who caused the flood? Wer verursachte die Flut? You can guess. Just tell me. Ihr könnt es raten. Sagt es mir einfach. Sure, I like that answer. So what were they doing that caused the flood? Was haben die Menschen getan, dass die Flut kam? What sort of things were they doing? Was für Dinge haben sie gemacht? What would you say the worst thing that they were doing was? Was war so das Schlimmste, was sie gemacht haben? Well, let's read the Bible. Lass uns in die Bibel schauen. Go ahead and read it for us. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalt. Can you imagine that? Someone's thoughts are only evil like 100% of the time. Könnt ihr euch das vorstellen? Jemand hat die ganze Zeit nur böse Gedanken, 100%, 24/7, die ganze Zeit. I think if you're a young man, right, that's a difficult challenge. Wenn du ein junger Mann bist, dann ist es eine Herausforderung. Because as a young guy, you're always fighting sexual thoughts all the time in your head, right? Weil als junger Mann kämpfst du die ganze Zeit mit sexuellen Gedanken. And you have to resist them by the grace of Jesus. Und du musst ihnen widerstehen bei der Gnade Gottes. But they were not resisting. Sie haben nicht widerstanden. They just went along with whatever came in their head. Sie haben einfach alles durch den Kopf gehen lassen, was auch immer kam. Does anyone know the worst sin of the flood? If you know the worst sin of the flood, if there was one sin that was greater than other sins, if you can come up with that, I'll give you 100 euros right now. Okay, Yeah, he's like, I'm gonna collect. What was the greatest sin that brought the flood? Was war das Allerschlimmste, was zu der Flut geführt hat? Just Ihr bekommt guess. 100 Euro, wenn ihr es jetzt gleich wisst. You can't cheat by looking up. You can look on the internet if you want, Ihr but könnt es googeln. Ich weiß nicht, ob das eins von den ganz schlimmen Sachen ist. Also ich weiß nicht. I don't know if it's one of the really, really bad things, okay. Aber die haben doch versucht, but they try to. so die Gene von Tieren und Menschen zu kaufen. Ne? That man and animals would. Die Gene, meinst du? Irgendwie haben die halt da so. To cross man and animals, the genetics. You win I 100 heard euros. about it. Yeah, he won 100 euros. That was Euro. it. If there was one sin above another, Ellen White says it was the sin of amalgamation that caused the flood.
Das It's very war's, interesting. genau das. Because most of us think like, oh, child abuse, right? Manche denken, ja, Kindesmissbrauch. That's the worst thing. Das ist also das Schlimmste. But the antediluvians were able to actually genetically mix and alter mankind. Aber die vorsintflutlichen Menschen waren in der Lage, sich genetisch zu vermischen, auch mit Tieren. Now, the reason I bring that up is how many people think that that's happening today? Wie viele denken, dass das heute auch passiert? Yeah. How is it happening today? Wieso? Wie passiert das heute? You can say it in German. Ich habe einfach nur Studien gehört, allgemein, dass sie das machen. Ich höre über Studies. Themen angeben, vaccinations and everything. Interesting. They initially said that the vaccine does not incorporate into your DNA. Do you remember that? It does not incorporate into your DNA. Sie haben immer gesagt, ja, die Impfung kommt nicht in deine DNA, verändert But they nichts. found an enzyme called reverse transcriptase, and oh, sorry, it does. Aber dann, ups, sind sie drauf gekommen, ist es doch so. And most people aren't aware of that. I'm aware of that because there is another virus that does that. Also viele Leute wissen es nicht. You said most people don't know. Most people right? don't know that. But there's another virus that's very similar Es gibt ein sehr ähnliches Virus. that does the same thing. It Das genau incorporates into the dasselbe DNA. And does anyone know what that virus is? It's the most similar to COVID. Das ist das, was am nächsten zu Covid ist, das ähnlichste. And it also uses the same enzyme to incorporate in DNA. It's called reverse transcriptase. No, I'll give you another chance. If you know what this one is, then I'll give you €100. Wenn ihr das wisst, dann bekommt ihr auch 100 Euro. So she got one. Sie hat Anyone else? Anyone know? No, Ebola, no. No. It's HIV. Es ist HIV. Does that scare you? That it's so Habt ihr Angst similar? davor, dass es so ähnlich ist? Yeah. So the reason I bring it up is that we're dealing with that right now, altering the DNA. And the way they say is that it's good because children with diabetes, they don't make insulin. We can put the gene in there and help them make insulin. Ja, der Grund, warum ich das jetzt aufgebracht habe, ist, dass genau darum geht es hier, Veränderung des Erbgutes. Und heute wird es als etwas Positives angesehen. But what they're going to use it for is to change God's order, right? Aber sie nutzen es, um Gottes Ordnung zu verändern. Did you know in my job as a doctor, instead of male, female on the electronic record, there's 25 different choices for your sex now. Wusstet ihr das True. für mich als Arzt? Wir haben eben dieses Formular für die Patienten und da gibt es jetzt nicht mehr weiblich, männlich, sondern 25 verschiedene Geschlechtsdefinitionen, wo ich auswählen kann. Right now in the United States, in the college sports, do you know who holds the world records in swimming and biking? Wisst ihr, wer in den College-Sportarten den Weltrekord hat, in Schwimmen und in Radfahren? It's guys. Das sind In Jungs. women's sports, but they're transgendered. Aber sie sind transgender. And that's the thing, is that we are confused now. Und das ist die Sache, wir sind ziemlich verwirrt. And we're changing God's design. Und wir verändern Gottes Design. God's design was to have a man and a woman. Eine Idee, sein Design war, dass es einen Mann gibt und eine Frau gibt. But the devil is confusing that. Aber der Teufel bringt das durcheinander. And he's using it in a way to change our very DNA. Und er nutzt es, um unsere DNA zu verändern. So let's look at the next verse. Go ahead and read that. Lass uns zum nächsten Vers gehen. Und weiter gebar sie, Eva, seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. So what do you think about this? Was denkt ihr darüber? Does this sound fair? Klingt das fair? Klingt das gerecht? What did Abel do? Was hat Abel gemacht? What was his job? Was war sein Beruf?
He was a shepherd. Yeah, he was a shepherd. That's right. What was Cain's job? Was war Kains Beruf? Farmer. Yeah, he was a farmer. So, is it fair that God accepts Abel and doesn't accept Cain? Ist es gerecht, dass Gott einfach den Abel annimmt und den Kain nicht? What do you think? Because Cain was bringing his stuff and Abel was bringing his stuff, right? Kain bringt seine Sachen, die er halt hat, und Abel das, was er hat. Have you thought about that? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Yeah. Cain was a farmer. He just brought what he had. Kain war halt ein Bauer. Er hat halt gebracht, was er hatte. So what do you think? Was meint ihr? Go ahead. Yes. Yes, exactly. Es war nicht Gottes Wille. Gott wollte, dass sie ein Lamm bringen und ihm opfern. Some people think that God is not very particular about things, right? Manche Leute denken, naja, Gott nimmt es nicht so genau. And they said, well, Cain brought, what was part of his job, and Abel brought what was part of his job. But God was specific to bring the lamb, and who was the lamb? Ja, sie sagen halt, ja, der Kain bringt halt, was er hat in seinem Beruf, der Abel, was er hat. Gott nimmt es nicht so genau. Aber hier ist es ein Problem. Warum das Lamm? I'm not offering you 100 euros for this one. Dafür kriegt ihr jetzt nicht 100 Euro. Ja, weil es ja ein Sinnbild auf Jesus war. Because it is a symbol to Jesus, pointing to Jesus. And that's the point, right? Das ist es. Is that Jesus is the most important part of the gospel. Jesus ist das Wichtigste des Evangeliums. Whether you're a plumber or a farmer or a nurse or whatever. Ob du ein Rohrleger bist oder ein Bauer oder eine Krankenschwester, You need to bring the lamb. du musst das Lamm bringen. It doesn't matter what your occupation is, Egal welchen Beruf du hast, because Jesus is what saves you, weil Jesus ist das, was dich rettet, not your job. nicht dein Beruf. It doesn't matter how much money you make. Es ist komplett unwichtig, wie viel Geld du verdienst. You can donate all and make a big offering to God. Du kannst alles spenden und Gott ein großes Geschenk machen. We were just talking about, well, what sort of career should I study? Wir haben gerade darüber geredet, welche Karriere, welchen Beruf soll ich nachgehen. That's not so important Das ist gar nicht so wichtig, as long as Jesus is in the center, solange Jesus im Zentrum ist, because he is the lamb. weil er das Lamm ist. Because you could have the best career in the world, right? Du kannst die beste Karriere der ganzen Welt machen. You could make millions of dollars. Du kannst Millionen Dollar verdienen. But if you don't serve God, why does that matter? Aber wenn du Gott nicht dienst, was bringt dir das Ganze? If you don't use your talents to bring others to Christ, how does that matter? Wenn du deine Talente nicht nutzt, um andere zu Gott zu bringen, warum das ganze andere? I could be the best doctor in the world. Ich könnte der beste Arzt der Welt sein. I can help my patients to all live to 120 years old. Ich kann alle meine Patienten dazu bringen, 120 Jahre zu leben. Would you say that was being a good doctor if all my patients lived to 120? Würdet ihr sagen, ich bin ein guter Arzt, wenn alle meine Patienten 120 Jahre alt werden? Yeah, most people would say that's pretty Die good. meisten Leute würden sagen, ja, ziemlich gut. But what if they died the second death? Aber was, wenn sie den zweiten Tod sterben? What did the 120 years matter Wofür waren dann die 120 Jahre? Was machen sie für einen Unterschied? compared to eternity? Wirklich mit der Ewigkeit. But even if my patients die when they are young, Aber sogar wenn meine Patienten sterben, wenn sie noch jung sind, if I've given them Jesus, they will live forever. wenn ich ihnen Jesus gegeben habe, dann werden sie für immer leben. That is what matters. Das is ist, the was lamb. wirklich zählt. Is if you bring an offering to God, Wenn du Gott ein Opfer bringst, whatever you bring, make sure that Jesus is the center, was auch immer du bringst, because Geh he's the sicher, one dass that saves you. Jesus das Zentrum ist. Er ist der, der dich rettet. What's interesting is that Cain did not bring the lamb. Was interessant ist, ist, dass Kain kein Lamm gebracht hat. So why did not God accept him?
Warum hat Gott ihn nicht angenommen? Why didn't God accept him? Yeah. He was representing himself, like what he did when he offered that to God, and like not the blood of the lamb, but he knew his sins so, and he is asking for forgiveness, but giving his own what he like built himself, so he is more better or something like that. Yeah. Maybe summarize that in German. Er stellt sich selber dar und bringt, schau Gott, was ich erreicht habe, und das bringt er ihm. Er ist sich vielleicht seiner Sünden bewusst, aber kein Lamm muss dafür sterben, kein Blut fließen, sondern er bringt das, was er selber erarbeitet hat, selber erreicht hat. So he's upset that God didn't accept him. Jetzt ist er sauer, weil Gott ihn nicht angenommen hat. But you're right. Aber du hast recht. He is relying on his own works. Er vertraut auf seine eigenen guten Werke. But God, I kept Sabbath. Gott, ich habe den Sabbat gehalten. I gave you an offering. Ich habe Gaben gegeben. I was vegetarian. Ich war sogar Vegetarier. Why aren't you accepting me? Warum nimmst du mich nicht an? He's confused why God is not accepting him. Er ist verwirrt, weil warum nimmt Gott ihn nicht an? But it's not confusing Aber es ist nicht verwirrend, because he's not doing things God's way. weil er die Dinge nicht auf die Weise Gottes macht. God has told him what to do. Gott hat ihm gesagt, was er tun soll. And it's very simple. Und es ist eigentlich ziemlich einfach. We make things too complicated. Wir machen alles so kompliziert. How many of you know somebody who's depressed? Wer von euch kennt jemanden, der depressiv ist? Did you know that depression now is more common than ever in the history of mankind? Wusstet ihr, dass heute viel mehr Menschen depressiv sind als je in der ganzen Menschheitsgeschichte? Even though there's more fun things to do, Auch wenn es viel lustigere und coolere Sachen gibt, die man machen könnte. why are we all depressed? Warum sind wir alle so depressiv? Have you wondered why? Habt ihr schon mal gefragt, warum? It's strange, isn't it? Ist doch komisch, oder? And people look at me, they're like, why are you so happy? Die Leute schauen mich an, warum? Tim, warum bist du so glücklich? Nobody's happy like that anymore. You must be on some kind of drug or what is it? Vielleicht bist du auf Drogen oder was? And I tell them it's very simple. Ich sage ihnen, es ist ziemlich einfach. We don't understand how simple life can be. Wir verstehen nicht, wie einfach das Leben sein kann. I see many young people that are depressed. Ich sehe viele junge Leute, die depressiv sind. In fact, the most common thing that I see in young people that kills them is actually suicide. Tatsächlich sterben die meisten junge Leute nicht an irgendwelchen schlimmen Krankheiten, sondern sie bringen sich selber um. Sie sterben am Suizid. And you think it's not common, but it's very common. Und es ist That's ziemlich very häufig. I remember a young man that I saw, he came and he was going to kill himself. Ich kann mich an einen jungen Mann erinnern, der kam, er wollte sich umbringen. And when I looked at him, Als ich ihn angeschaut habe, he was dressed all in black. er war ganz in schwarz He gekleidet. had a pentagram on his chest. Er hatte ein Pentagramm auf And he seiner was listening to Brust. music. And I said, Und could I Musik listen to gehört. your music? And he's like, oh wow, sure. Kann ich deine Musik Yeah. sehen? Ja, sicher. And the message of the song was, I'm going to kill myself. Die Botschaft des I'm Liedes, das er serious. gehört hat, war, ich werde mich umbringen. Was it a surprise that he wanted to kill himself? Wundert es euch noch, dass er sich selber umbringen wollte? We pray to God and say, why am I so depressed? Wir beten zu Gott und sagen, Gott, warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich so depressiv? When we watch the news and we watch about killing and death and all this stuff, Und wir schauen die Nachrichten und da hat jemand umgebracht und da ist wieder ein Unglück passiert und and all of our music is about killing ourselves and taking drugs and what in the world? unsere ganze Musik dreht sich um Suizid, um Drogen, And we wear all black, right? tragen lauter schwarze Sachen. I don't think it's a mystery why this guy was depressing. I'm wearing all black. Is Ja, ich that what trage you were lauter saying? But I have the red blood Aber covering ich habe me. das, die rote Schrift. That's right. So that's the thing, is that we wonder why we're so depressed. Und das ist die Sache. Wir fragen uns, warum geht es uns so schlecht? Warum sind wir so depressiv? When what we are consuming in our life is what's destroying us. Aber das, womit wir uns füllen in unserem Leben, ist das, was uns umbringt. The music we listen to, Die Musik, die wir the hören, things that we watch, die Dinge, die wir anschauen, are all the devil's things. sind alle
Sachen des The devil's music. Teufel. Seine Musik. We watch the devil's music, and we watch the devil's movies like Hollywood. Wir schauen die Filme des Teufels, wir hören die Musik des Teufels. I thought I would be happy. It's a Disney movie. Why am I not happy? Ich dachte, bringt mich wieder zu guter Laune. Es ist ein schöner Disney-Film. Warum bin ich nicht glücklich? Because that's not what makes you happy. Weil es nicht das ist, was dich glücklich macht. It's God that makes you happy. Es ist Gott, der dich glücklich macht. It's His Spirit in your life. Es ist sein Geist in deinem Leben. And people say, but how do I get God in my life? Die Leute sagen, ja, wie kriege ich Gott in mein Leben? It's very simple. Es ist eigentlich ziemlich einfach. How do you spend your time? Wie verbringst du deine Zeit? How do you spend your money? Wo gibst du dein Geld hin? Was What machst du damit? friends are you around? Mit welchen Freunden hängst du herum? I can predict where you're going to be in 5 years just by looking at your friends. Did you know that? Ich kann euch vorhersagen, wo ihr in 5 Jahren sein werdet, nur indem ich eure Freunde anschaue. I can tell if you're going to be in college or not. Ich kann sagen, ob ihr auf der Uni sein werdet oder nicht. I'm going to tell if you're going to make a lot of money or not. Ich kann vorhersagen, ob ihr viel Geld verdienen werdet oder nicht. Because you've surrounded yourself with people that are doing certain things. Weil ihr euch mit Leuten umgeben habt, die bestimmte Dinge tun. And most of us are affected by what's around us. Die meisten von uns werden beeinflusst von dem, was um sie herum ist. That's why I've decided, instead of being affected by what's around me, I'm going to affect what's around me. Deswegen habe ich mich entschieden, ich möchte nicht mehr von dem beeinflusst werden, was um mich herum ist, sondern ich beeinflusse das selber, was um mich herum ist. People ask me, well, what do you listen to? Die Leute fragen mich, ja, was hörst du an? I like to listen to music, Ich höre gern Musik. but you know what I listen to most of the time? Aber wisst ihr, was ich die meiste Zeit höre? The Bible, Die Bibel, the spirit of prophecy. der Geist der Weissagung. That's playing in the background all the time. I can't get away from it. Es läuft die ganze Zeit im Hintergrund. Ich komme nicht los davon. And you know, the more you're around something, it affects you. Und ihr wisst, je mehr man mit etwas zu tun hat, sich mit etwas umgibt, desto mehr beeinflusst es einen auch. What you spend your time doing, Was machst du mit deiner Zeit? Wie verbringst du sie? Was tust du? what you read, what you listen to, who you're around, all that stuff influences you. Was du liest, was du hörst, mit wem du zusammen bist, alles beeinflusst dich. You know, I have friends who say, I'm like, man, you're going to watch a rated R movie? You're crazy. What kind of movie? A rated R movie, it's like only adults, 18 or above, right? Es gibt Freunde, die sagen, was, du schaust einen Film, der erst ab 18 freigegeben ist, bist du verrückt? I'm not affected by that. You know, I watch the movie, it's for fun, but it doesn't change my behavior, right? You've heard people say that. Ja, ihr habt es bestimmt schon gehört, Leute sagen, ja, aber es beeinflusst mich nicht. Ich meine, ich schaue es nur zum Spaß an. How many people know what event is watched more on television than any other event? It's like 1 billion plus people watch this event on TV. Welches Ereignis wird im Fernsehen viel mehr angeschaut als alle anderen Sachen? Anyone know? Hat irgendwer eine Idee? It's the Super Bowl. Das ist der Super Bowl. Yeah. If you want a commercial on the Super Bowl for 30 seconds, do you know what it will cost you? Was denkt ihr, wie viel kostet es, so eine Werbeanzeige da einzublenden? 30 Sekunden. Anyone know? Irgendwer eine Idee? Not quite, but not quite 100 million, but close. It's getting close. It's like more like 5, 6 million. 5, 6 Millionen That's for 30 seconds. für 30 Sekunden Werbeanzeige. But did you know people are willing to pay that? They line up to pay for the commercial on the Super Bowl. Aber wisst ihr, dass Leute bereit sind, das zu zahlen? Die stellen sich sogar an, um das irgendwie zu kriegen, diese Möglichkeit. But it doesn't affect what people do, right? Ach, es beeinflusst ja nicht, was die Leute machen. Do you think watching that commercial affects what people do? Denkt ihr, dass die Leute, die diese Anzeige schauen, auch davon beeinflusst werden? Well, of course, that's why they're spending $6 Sicher, million. sonst würden sie ja nicht so viel Geld dafür ausgeben. Because it's going to change what you do. You're going to go out and buy something, right? Es wird verändern, was sie tun. Sie gehen vielleicht hin und kaufen es dann. Now, if a 30-second commercial changes what you do, does a 2-hour movie change what you're going to do? Okay. We think no, we're insane. We're insane. Wenn eine 30-sekündige Werbeanzeige das verändert, was wir tun, wie ist es dann mit einem 2-stündigen Film? All that stuff affects you. Alles das beeinflusst dich. There was
a young Native American Indian one day. Es war einmal ein junger indigener Amerikaner, And he went to the great chief of his village. und er ging zum Häuptling seines Dorfes And he said, Chief, I want to do what is good, und er sagt, Häuptling, ich möchte das machen, was gut ist, but it is so hard. aber es ist so schwer. How many of you have felt that way? It Wem is ging es hard. schon mal so? Wer hat sich schon mal so gefühlt? Yes. I want to do what is honest and good and pure. Ich möchte das tun, was gut und richtig und rein ist. But why is it so hard? Und warum ist es so schwer? And he explained to him the secret. Und er hat ihm das Geheimnis erklärt. And this is the secret to all of us. Und das ist auch für uns alle das Geheimnis. Within your heart, there are two wolves. In deinem Herzen gibt es 2 Wölfe. One is called love, joy, peace, Einer heißt Liebe, Freude, Friede, humility, Demut, courage. Mut. The other wolf is called lust, Der andere heißt hate, Lust, hate, Hass, envy, Eifersucht. greed. And these wolves are locked in mortal combat within you. Und diese Wölfe sind sozusagen in dir eingeschlossen und kämpfen da. And the young Indian was so concerned. Der junge Indianer war so besorgt. And he said, which wolf will win? Und er hat gesagt, welcher Wolf wird gewinnen? And he said, the one that you feed. Und der Häuptling sagt, den du fütterst. When we get up in the morning, Wenn wir morgen aufstehen, do you know what most of us do? wisst ihr, was die meisten von uns machen? We look at our phones. Schaut aufs Handy. Most of us look at some sort of social media about 7 hours a day. Did you know that? Manche von It's uns true. verbringen 7 Stunden pro Tag auf Social Media. What do you think that's feeding in your life? Wer wird da gefüttert in eurem Leben? Do you think it's feeding good things? Füttert das gute Sachen? No, it's not. Nee. And you wonder why the wolf of evil is dominating your life. Und ihr wundert euch, warum der böse Wolf euer Leben dominiert. Because you're feeding him every day, Weil ihr ihn jeden Tag füttert. and you will never defeat him Ihr werdet ihn nie besiegen, until you starve him. bis ihr ihn verhungern lässt. One of my professors, he said, Tim, before you talk to man, Einer meiner Professoren hat gesagt, Tim, bevor du mit den Menschen redest, you must talk to God. musst du mit Gott reden. Before you read the words of man, Bevor du die Worte von Menschen liest, you must read the words of God. musst du die Wörter Gottes lesen. And that is what I have committed my life to. Und dem habe ich mein Leben hingegeben. When I get up in the morning, Wenn ich am Morgen aufstehe, instead of grabbing for my phone, statt dass ich nach meinem Handy suche, I kneel down beside my bed knie ich mich hin neben meinem Bett and I talk to God first. und ich rede mit Gott. Before I catch up on Instagram or Facebook, Bevor ich auf Instagram und Facebook schaue, I read the Word of God. lese ich das Wort Gottes. And I tell you, don't read it on your phone because the notifications will kill you. I'm telling you, I'm just being honest. Und ich sag's euch, lest nicht die Bibel auf eurem Handy. Es werden die ganze Zeit Benachrichtigungen kommen, die euch ablenken. Even though our lives are destroying us, Obwohl unsere Leben uns umbringen. what we choose is destroying us. Das, was wir wählen, ist das, was uns zerstört. And it's obvious. Und es ist offensichtlich. What we are feeding on is creating our thought life. Womit wir Zeit verbringen, das beeinflusst und daraus entsteht eigentlich unser Gedankenleben. Even though it was obvious why Cain wasn't accepted, Auch wenn es so offensichtlich war, warum Kain nicht angenommen wurde, God reasons with him. redet Gott mit ihm. Go ahead and read that. Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Ewige. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Does God know why we are depressed? Weiß Gott, warum wir depressiv sind? It's obvious to him, Es ist offensichtlich. but he still reasons with us Aber trotzdem redet er mit uns drüber, because God does not force your will. weil Gott deinen Willen nicht zwingt. You are seeing a lot of force in our society right now. God is not part of that.
In unserer Gesellschaft gibt es sehr viel Zwang, gerade heute. Gott ist Even kein Teil though davon. he knows that Cain is wrong. Er weiß, dass kein falsch ist. He Also, reasons with him. er redet trotzdem mit ihm darüber. Next verse, read that. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür. Und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. If you spend time in prayer and study of the Bible, Wenn du Zeit im Gebet verbringst und die Bibel studierst, things are going to go well in your spiritual life, I tell you. die Dinge in deinem geistlichen Leben werden gut gehen. It's not some magic formula. Es ist nicht irgendein magisches Formular. I spent some time with Lorene and her sister and their family. Ich habe mit Lorraine und ihrer Familie Zeit verbracht. What do you guys do every morning? Was macht ihr As jeden a Morgen? family. Als eine Familie? You have worship. Andacht. How many of you know a household that has worship every single morning in their household? How many of you know a family like that? Wie viele von euch kennen eine Familie, die wirklich jeden Morgen Andacht haben? 2, 3, not many. 4, 5. That's rare, I'm telling you. Das sind wenige. And is worship a long thing in your house? Ist Andacht was Langes bei euch? Yeah, usually not. Meist nicht. It's 5 minutes. So 5 Minuten. A little thought, you know, a few songs. Ein kleiner Gedanke, ein paar Lieder. And honestly, they sing the same songs pretty much every worship. Um ehrlich I'm zu just sein. saying. Sie I'm singen just fast immer saying. die gleichen Lieder. But you know what? I love it. It's Wisst ihr great. was? Ich finde das toll. I miss it Mir geht's ab. Ich vermisse es. because that is the life of their home. Das ist das Leben bei ihnen zu Hause. That is what brings God into their lives. Das ist es, was Gott in ihr Leben bringt. Even though it's just 5 minutes, Auch wenn es nur 5 Minuten sind, is because they're putting Him first. weil sie ihn an erste Stelle stellen. What do you guys do every evening? Was macht ihr jeden Abend? You also Andacht. do worship. Is it long? Ist es lang? Na, Usually not. meist nicht. And again, they sing the same songs in the evening too. Und sie singen schon wieder dieselben Lieder jeden Abend. It's not some big creative production. Es ist nichts Großes, Kompliziertes. But the thing I miss most Aber das, was ich am meisten vermisse about the Rashbach family is having worship. Über ihre Familie, ich vermisse so ihre Andachten. Because God has first place Gott an erster Stelle steht. and He also has the last place. Und er hat auch das letzte Wort. What about you? Was ist What do mit you dir? do first thing in the morning? Was machst du als erstes am Morgen? What do you do the last thing before you go to sleep? Was ist das Letzte, was du am Abend tust, bevor du schlafen gehst? Is it family worship? Ist es Familienandacht? Not usually for most households. Für die meisten nicht. Is it a mystery why we have problems in our spiritual life? I don't think it's a mystery. Ist es so ein großes Geheimnis, so kompliziert, warum wir Schwierigkeiten in unserem geistlichen Leben haben? Everybody has the same 24 hours in the day. Did you know that? Jeder von uns hat nur 24 Stunden pro Tag. And you're going to spend them how you want to spend them. Und ihr werdet sie verbringen, so wie ihr sie verbringen wollt. How am I going to spend my life? Wie werde ich mein Leben verbringen? I want God in my life. Ich möchte Gott in meinem Leben haben. I want Him to direct my path. Ich möchte, dass er mich auf dem richtigen Weg führt. And the problem is that most of us don't have His direction, and it's obvious why not. Das Problem ist, dass viele von uns nicht seine Führung haben. Und es ist offensichtlich, warum. But God reasons with us. That's the crazy thing. Aber Gott spricht, er diskutiert mit uns. If you study your Bible and you pray, you're going to be okay. That's basically what He's saying to Cain. Do you realize that? Schau, wenn du in der Bibel liest und betest, dann wird alles okay sein. Es wird sich... If you do what I tell you to do, you're going to be okay. Wenn du das tust, was ich dir rate, dann wird es dir gut gehen. But we complicate it, right? One of my family members was asking me to go meet this guy. Can you go take him to lunch? Can you get to know him? See if he's a good guy, right? Ein Familienmitglied hat zu mir gesagt, ja, kannst du mal mit dem Typen mal gemeinsam essen gehen und schauen, wie er so ist. So bei ihm. She wanted me to Wie er so kind of do ist. the interview with the guy sort of thing. Ja, sie wollte halt ihn kennenlernen und jetzt sollte ich da ein bisschen was herausfinden. Well, tell me a little bit about him.
Erzähl mir ein bisschen was über ihn. So she was like, oh, he's like this and that. Und sie hat gesagt, whatever. ja, er ist so und This so. is his job. He's like this tall. And Den he's like Beruf ist so und so this. His groß. ethnicity is this. Diese Ethnie und so weiter. And so she started describing him. Und sie fängt an, ihn zu beschreiben und He so. was in the Air Force for a while and he did this and whatever. War eine Zeit lang in der... This is his job. Er hat das und das gemacht, dort war er im Militär. This is Und what das his ist sein family's Beruf. like, right? Das ist sein Familienleben. And you know what I ask always, the first question? Und wisst ihr, was mir die erste Frage ist, die ich stelle? Is this person a Seventh-day Adventist? Ist er Adventist? His family grew up Adventist. Nein, ich meine, seine Familie ist adventistisch aufgewachsen. And I feel like telling my relative, like, what are you smoking? Like, are you insane? I'm like, you've missed the first thing. Und ich sage meiner Verwandten, was ist los mit dir? Bist du verrückt? Du hast das Wichtigste übersehen. But isn't that what we do? Aber ist das nicht das, was wir We're machen? focusing on all these details, right? Wir schauen auf all die Details. The person is not even your own religion. Are you like crazy? Die Person ist nicht mal Teil einer Religion. Bist du verrückt oder so? I mean, that's like, if that's not in place, all the rest of it doesn't matter. Do you realize Schau, that? wenn das nicht passt, dann ist der Rest obsolet. They could be green or purple or whatever, Sie können grün oder lila sein oder was auch immer. but they're not going to heaven with you. Aber sie gehen nicht mit dir in den Himmel. That's the problem. Das ist das Problem. Doesn't matter what job they have, Ist völlig egal, welchen Beruf sie haben. but do they love the Lord? Do they have Him in their lives? Aber lieben sie Gott? Haben sie ihn in ihrem Leben? Do they want to serve Him? Wollen sie ihm dienen? You know what's interesting? I did a kind of a what you're looking for in a spouse sort of class for college. Ich habe mal im College so eine Unterrichtsstunde gehalten über, ja, welche Dinge sind dir wichtig bei einem Ehepartner? Worauf schaust du so? And everybody, they all want to say, oh, the person, I said, what do you want in a spouse? Oh, they should be spiritual, they should be honest, they should be kind. And they list all these good things. Und alle Leute sind so, ja, also er muss geistlich sein, er muss nett sein und so weiter. Und all diese guten Sachen. You should be going to church every Sabbath. Er soll jeden Sabbat in den Gottesdienst gehen. But then I tell them, okay, if you list all those things, the guy is going to be 3 feet tall, green, and work at McDonald's. Okay, stellt euch vor, alles passt. Aber der Typ, der ist nur ganz klein und er ist... No, that's what I tell people. And then it all changes what they want. Und dann ändert sich auf einmal alles. And then it comes, oh, okay, he's got to make this much Und dann- money. He's got to go this much schooling. He has to at least be taller than me. And one girl's like, no, 4 inches. I want to wear heels. And I'm like, oh, no. Und dann geht das so weiter, naja, okay, also es wäre schon wichtig, dass er wenigstens größer ist als ich und so viel Geld verdient und diese und jene Bildung hat. Naja, ein bisschen größer wäre auch gut, ich möchte noch Absatzschuhe tragen können. And that's the thing, Das ist die Sache. is we say we want God in our lives, Wir sagen, wir wollen Gott in unserem Leben, but we really don't. aber eigentlich nicht. The things that we're concerned about Die Dinge, wo wir uns Sorgen machen, don't have anything to do with God. haben nichts mit ihm zu tun. Because I tell people, even if you married that guy from McDonald's, Ich sage den Leuten, selbst I'm wenn just ihr saying, diesen Kleinen von McDonalds da heiratet, if he's honest with you wenn er ehrlich ist, and with God, mit dir und mit Gott, and he's faithful in flipping that veggie patty, und er treu darin ist, dieses Weggeschnitzel zu braten, you'll be all right. wird es dir gut gehen. Even if you're not with the doctor that's not faithful to God. Selbst wenn du nicht mit einem Arzt zusammen bist, der Gott nicht treu ist. And that's what God is saying to Und you das ist, was and Gott to dir me. sagt. If you do what is right, you'll be okay. Wenn du das tust, was richtig ist, dann wird es dir gut gehen. We make it too complicated. Wir machen es zu kompliziert. Go Da ahead and sprach read der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? that. And that's the second part. Und das ist der zweite Teil. If you do what's right, you're going to be okay.
Wenn du das machst, was richtig ist, wird es dir gut gehen. And if you take care of the people around you, you'll be okay. Wenn du auch auf die Leute um dich herum achtest, wird es dir auch gut gehen. It's that simple. So einfach ist es. And when we do that, we'll be fine. Wenn wir das machen, wird es uns gut gehen. When we don't do those things, Wenn wir diese Dinge nicht machen, it gets so bad that the flood has to come. wird es so schlimm, dass die Flut kommen muss. It's that simple. So einfach ist es. Why do you ask a question that you already know the answer to? Warum stellst du eine Frage, wo du schon die Antwort weißt? Why do you ask a question that you already know? Warum stellst du so eine Frage? Vielleicht manchmal hofft man, dass sich die Antwort vielleicht doch ein bisschen ändert. Perhaps sometimes that the answer might change somehow. Yes, it's true. Ja, wahr. It's true. Sometimes we ask God thinking that the answer will change. That's true. Manchmal fragen wir Gott Dinge und denken, ja, vielleicht ändert sich die Antwort ja. We're like a child. Wie ein Kind. Mommy, can I have a piece of candy? Mami, darf ich einen Zucker haben? Nein. Okay. Daddy, can I have a piece of candy? Papa, darf ich vielleicht einen Zucker haben? Großvater, can I have a piece of candy? Grandpa, can I have a piece? Right? Isn't that how it works? We're Ist es hoping nicht that the so? answer will change. Wir hoffen, dass sich vielleicht die Antwort irgendwie ändert. But I'm telling you, the answer doesn't change. Aber ich sage es euch, die Antwort ändert sich nicht. It's simple. Es ist einfach. When we do what is right, God will be in our lives. Wenn wir das machen, was richtig ist, wird Gott in unserem Leben sein. When we do what is right for someone else, God will be in our lives. Wenn wir das tun, was gut für jemanden anderen ist, wird Gott auch in unserem Leben sein. But then, go ahead and read. Siehe, du vertreibst mich, is that already afterwards? Behold, that you just driven me. You can just read the verse, yeah. This one. Yeah, just read the verse, that's good. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich 7-fache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. So Cain was complaining, right? Jetzt beschwert sich der Kain. Remember, he had just killed his brother in cold blood. Erinnert euch, er hat doch gerade seinen Bruder umgebracht. What did he deserve? Was verdient er? Obviously, more than he got, right? Auf jeden Fall mehr, als was er bekommt. God didn't even put him in prison. Do you realize that? Gott steckt ihn nicht mal ins Gefängnis. Ist euch das schon mal aufgefallen? He just said the ground's not going to grow as good for you. That's it. Er That's sagt all he einfach, said. ja, der Erdboden wird nicht mehr so gut für dich sein. Also das Anbauen wird schwieriger im Garten. But Cain complained about God, Aber Kain regt sich über Gott auf. and God puts a mark on him. Und Gott macht ein Zeichen an ihm. But it wasn't black. Und das war jetzt nicht schwarz oder It wasn't some kind of curse mark. irgend so ein Fluch It wasn't a color. oder eine Farbe. It was actually a number. Es war eine Zahl. Because God says, don't kill Cain, or you're in for 7 times worse. Denn Gott sagt, bring Kain nicht um, tu ihm nichts an. Oder es wird dir 7-fach schlimmer gehen. It was something to protect him. Es war etwas, um ihn zu beschützen. Isn't that amazing? Ist es nicht wunderbar? Even though Cain has just killed his brother, he's complaining against God, God protects him. Obwohl Kain gerade seinen Bruder umgebracht hat und sich jetzt bei Gott beschwert, beschützt Gott ihn. But what did Cain do with that protection? Aber wie ist Kain mit diesem Schutz umgegangen? Did he say, God, I'm going to serve you my whole life? Hat er gesagt, oh Gott, vielen Dank, ich möchte jetzt mein ganzes Leben lang dienen. He didn't do that. Das hat er nicht gemacht. He actually corrupted the earth, right? Das ganze Böse hat sich auf der Erde verteilt. But this is how God behaves toward people who are even against him. Read that. Aber so verhält sich Gott gegenüber Leuten, die sogar gegen ihn sind. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. God is good, Gott ist even gut, when we are not good to him. selbst wenn wir nicht gut zu ihm sind. And he also did it for the people around him. Und Read er hat es auch für die Leute um ihn herum getan. Indem Gott das Leben des Mörders Kain verschonte, gab er der Welt ein Beispiel dafür,
welche Folgen es haben würde, wenn man den Sünder am Leben ließe, damit er seinen Weg der ungezügelten Ungerechtigkeit fortsetzt. Durch den Einfluss von Kains Lehre und Beispiel wurden viele seiner Nachkommen zur Sünde verführt. So God allows the world to see what's going to happen if Cain is not punished. Also Gott lässt jetzt zu, dass die Welt sehen kann, was passiert, wenn derjenige, der Böses tut, nicht bestraft wird. And what was the result? Und was war das Ergebnis? Did the world get great and wonderful things from Cain? Wurde die Welt groß und wunderbar? No, these are the things that happen. Nein, das ist das, was passiert ist. The 10 Commandments were thrown away. Die 10 Gebote wurden weggeschmissen. Vegan diet was thrown away. Die pflanzliche Ernährung auch weggeschmissen. They started McDonald's even way back then. Sie haben schon damals McDonald's gestartet. And you think that that doesn't affect you. Und ihr denkt, das beeinflusst uns ja nicht. But I'm telling you, what you eat affects how you think. Aber ich sag's euch, das, was ihr esst, beeinflusst eure Gedanken. Have you noticed how clear your mind is when you're eating healthy? Ist euch schon mal aufgefallen, wie klar ihr im Kopf seid, wie klar ihr denken könnt, wenn ihr was Gesundes isst? And even it can affect your decisions for relationships. Es kann sogar deine Entscheidungen im Bereich der Beziehungen beeinflussen. Look at Genesis chapter 6 verse 2 and someone read that for me. Someone look up Genesis 6:2. 6,2? 1. Mose 6,2. Genesis 6:2. Vielleicht möchte das jemand lesen? Johannes. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte. Keiner war ein Ackerbauer. Was this Genesis 6:2? That sounded like a different chapter, yeah. Da sahen Gottes Söhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Und sie nahmen sich von allen jenen zur Frau, die ihnen gefielen. That's the problem. They were all marrying non-Adventists. Das ist das Problem. Sie I'm telling you, that's the beginning of the end. People say, oh, it doesn't really matter. It does. They were marrying the non-Adventist women because they were smoking hot. That was the problem. Das war schon damals das Problem. Sie haben die nicht-adventistischen Frauen geheiratet, weil die halt so toll ausgesehen haben. The same problems are happening in our church right now. Genau dasselbe Problem haben wir heute. I remember I was at a Adventist high school. Ich erinnere mich, ich war mal in einem adventistischen Gymnasium. And normally people say, oh, it's not a good idea if you're a teenager, you shouldn't date, you have to wait till you're older or whatever, Und normalerweise sagen die Leute ja so, ja, als Teenie solltest du lieber noch nicht so viel daten, warte lieber, bis du älter bist. But the problem is in this country, there was only an Adventist high school and nothing else. There was no college, there was no seminary, there's no Bogenhofen, there's no nothing, right? Und wisst ihr, das Problem in dem Land ist, es gibt halt nur das Gymnasium, es gibt jetzt nicht so Bogenhofen, dass du nach der Schule noch was machen kannst oder irgendwelche Freizeiten oder sowas. And they were kind of surprised. They said, Tim, I thought you didn't encourage relationships when, people were in high school. And I said, I'm doing something different now. Und die waren überrascht, weil sie haben gemeint, ja normal, Tim, findest du es ja nicht gut, wenn die Leute schon in der Oberstufe oder im Gymnasium Beziehungen eingehen. Why are you encouraging our students that are dating? I thought you would want to break them apart. Und warum ermutigst du jetzt unsere Schüler, dass sie daten gehen? We see you praying with them and Du betest counseling mit them. ihnen und gibst ihnen Ratschläge und so. We thought for sure you'd say, oh, you guys are too young, you should break up. Wir waren uns so sicher, dass du jetzt kommst und ihnen sagst, ja, ihr seid zu jung, hört auf. I said, the reason why I'm doing that is because once they leave this school, they're going to see relationships that are not godly. Wisst ihr, warum ich das mache? I don't want to see them marry another Adventist rather than marry a Muslim or some other non-Adventist Christian. Wenn sie von dieser Schule gehen, dann treffen sie lauter nicht-adventistische Leute und sehen Beziehungen dort, Beziehungen da. Und ich möchte, dass sie jemanden heiraten, der wie sie an Gott glaubt. Und nicht, dass sie zum Beispiel einen Moslem heiraten oder wieder jemand anderen. Da ist mir lieber, sie gehen jetzt in eine Beziehung und heiraten dann jemanden Adventisten. Because once they leave that high school, Und wenn sie von dieser Schule gehen, all of their classmates are going to be non-Adventist.
Alle ihre späteren Klassenkollegen werden keine Adventisten sein. All of their workmates are going to be non-Christian. Alle ihre Arbeitskollegen werden nicht Christen sein. And everybody in their home church is going to be 65 years or older. Und I'm just saying, that's what's in going to ihrer happen. Heimatgemeinde werden alle 65 Jahre älter sein. That's the problem. Das ist das Problem. Is we have to focus on what's most important. Wir müssen uns auf das fokussieren, was am wichtigsten ist. And I would rather have the young person be with another Adventist than marry somebody not Christian or not Adventist. Und da ist es mir noch lieber, dass der Teenager mit einem anderen Adventisten zusammen ist, als dass er dann einen Nicht-Christen heiratet. I'm telling you, this is how it works. Ich sag's euch, so funktioniert es. And I remember one of the young people was asking me a question. Und ich kann mich erinnern, einer dieser jungen Leute hat mich eine Frage gestellt. And they were struggling with this relationship question. Und sie hatten Schwierigkeiten mit dieser Beziehungsfrage. And they said, Tim, Und sie haben so gesagt, Tim, I'm never going to get married. ich werde nie heiraten. And I'm like, well, why are you saying that? Aber warum sagst du das? Wieso? And this particular country, there were only 10 Adventist families in the whole country. In diesem Land gibt es nur 10 adventistische Yes, it's Familien, true. im ganzen Land über. And they said, Tim, the only guys available are my second cousin, my third cousin, or the really weird guy, and I'm just not going there. I'm sorry. Und dieses Mädchen hat gesagt, ja, weißt du, Tim, die einzigen Jungs, die noch frei sind, der eine ist mein Cousin 2. Grades, der andere mein Cousin 3. Grades und der dritte, der ist so komisch, also tschüss, danke. And I said, well, wait a minute. Your culture, this was a Scandinavian country, okay? Und ich habe gesagt, warte mal, in deiner Kultur ist es in Skandinavien, And I said, wait a minute. You can just go across the border, du kannst dir mal die Grenze überqueren and there's plenty of Adventist guys. und da gibt es noch viele adventistische Jungs. And your languages aren't that different. I would rather see you with a godly man than with someone who's not godly. Mir ist es lieber, du heiratest jemanden aus irgendeinem anderen Land, als jemanden, der nicht an Gott glaubt. I would even rather see you with a guy that's really weird as long as he's godly than with someone who's not godly. Da ist es mir sogar lieber, du heiratest jemanden, der richtig seltsam, richtig komisch ist. Because he solange may an be Gott weird, glaubt. but at least he's going to heaven. We know that. Wir wissen ja, vielleicht ist er komisch, aber er wird in den Himmel kommen. God's question isn't, are you weird or not, but have you accepted Jesus or not? Gottes Frage ist nicht, bist du irgendwie seltsam oder komisch, sondern hast du Jesus angenommen oder nicht? But many don't realize what was going on in the flood. Aber viele wissen nicht, was während der Flut vor sich gegangen ist. Does anyone know there is a holiday in my country where more people go missing on that night than any other night? Does anyone know what the holiday is? Wusstet ihr, You're dass not going to es- get 100 euros for it. but you can guess. Einen Feiertag in meinem Land gibt, wo You've already got the mehr, 100 euros. wo mehr Leute verschwinden als an jedem anderen Tag im ganzen Jahr. Es gibt einen Feiertag. Diesmal kriegt er leider keine 100 Euro. Anyone know what holiday it is? Irgendwann eine Idee, welcher I'll Feiertag? give you a hint. Yes, it's You got it. Halloween. How'd you Das know? ist Halloween. Yes, it's Halloween. So what was happening in the flood? Was ist passiert? Read it. Sie hatten in Hainen Altäre errichtet und sie ihren Götzen geweiht, auf denen sie Menschenopfer darbrachten. People wonder why God had to destroy everybody with the flood. Menschen fragen sich heute, warum musste Gott alle mit der Flut auslöschen? And people also wonder why Noah only brought 8 people into the ark. Sie fragen sich auch, warum hat Noah nur 8 Leute mitgenommen? Pastor Noah, you've been preaching for 120 years. How many people have been baptized in your campaign? Pastor Noah, du hast so viele 100 Jahre gepredigt. Wie viele Leute wurden getauft? Well, I think maybe my kids. Ja, vielleicht meine Kinder. One of them's a little not so good, Einer ist but nicht so ganz. just my family. Aber ich denke, eigentlich nur meine Familie. But we don't realize what is really happening here. Wir wissen nicht, was hier wirklich passiert. When they were offering human sacrifices, Als die Menschenopfer darbringen, who do you think they were offering?
Wen denkt ihr, haben sie geopfert? Do you think the bad people took other bad people and offered them? Denkt ihr, die bösen Leute haben noch mehr böse Leute genommen und die dann geopfert? There were probably many more than 8 Es that gab wohl served mehr God, als nur 8, die Gott gedient haben. but they were killed. Aber die wurden getötet. They were probably being sacrificed. Sie wurden vermutlich geopfert. And God is running out of his children. Und Gott verliert immer mehr seiner Kinder. God has to choose between saving some or losing everyone. Gott muss sich entscheiden, ob er ein paar rettet oder ob er alle verliert. Diese Menschenopfer, die Gott verabscheute, wurden in seinem Zorn vor ihnen niedergerissen. Und sie erfuhren, dass es ihre Gräuel und abscheulichen Götzenopfer waren, die ihren Untergang herbeigeführt hatten. This is what was happening. Go ahead. Das ist das, was passiert. Anstatt ihren Nächsten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, erfüllten sie ihre eigenen unrechtmäßigen Wünsche. Wenn jemand sich entschied, die Frauen oder das Vieh oder irgendetwas, das seinem Nachbarn gehörte, zu nehmen, achtete er nicht auf die Gerechtigkeit oder das Recht, sondern wenn er seinen Nächsten durch Kraft oder durch Tötung überwältigen konnte, tat er das und freute sich über seine Gewalttaten. Sie liebten es, das Leben der Tiere zu zerstören. Sie nutzten sie als Nahrung, was ihre Grausamkeit und Gewalttätigkeit noch steigerte und sie dazu veranlasste, das Blut von Menschen mit erstaunlicher Gleichgültigkeit zu betrachten. Do you think your diet affects how you think? Denkt ihr, dass eure Ernährung eure Gedanken beeinflusst? It says they didn't care about eating animals, therefore they didn't care about hurting people. Hier steht, es hat ihnen nichts ausgemacht, Tiere zu essen. Es hat ihnen auch nichts ausgemacht, Menschen They umzubringen. go hand in hand, Das geht Hand in Hand. right? It creates violence, right? Es bringt Gewalt hervor. Let's go ahead, next one. So when you think about Genesis 6:3, it was 120 years. In 1. Mose 6, Vers 3 ist die Rede von 120 Jahren. And he gave the same sermon for 120 years. Noah hat die gleiche Predigt 120 Jahre lang gehalten. And it was basically turn from your evil ways and get in the ark. That Und was es it. war eigentlich nur, kehrt um von euren bösen Wegen und geht einfach in die Arche. Very simple. Ziemlich einfach eigentlich. And people say, well, wow, why didn't more people respond? Und die Leute sagen heute, ja, wow, das war eh nicht so schwer, warum sind so wenig Leute aufgesprungen? People respond just one of two ways. Die Menschen haben nur 2 verschiedene Arten zu reagieren, sich zu entscheiden. And it doesn't usually change. Und das ändert sich normalerweise nicht. It's very rare to see someone change. Es ist selten, dass sich jemand verändert. Does anyone know the average age of baptism for somebody who stays in the Adventist church? Does anyone know what the average age is? You won't get 100 euros for this one, but if you don't, that's good. Wisst ihr, was das Durchschnittsalter ist von jemand, der getauft wird und dann auch in der Gemeinde bleibt? Anyone know? What did you say? 87 or something? The average age to be baptized for people who stay in the Adventist church. Okay. The average age of the Adventist church is not 87. Maybe in your church. Okay. 18, 19? 18? Younger. Jünger? Yes, how'd you know that it was 12? 12 ist es. Woher weißt du das? Because some people say, wow, you're too young to be baptized. Manche Leute sagen, ja, du bist zu jung, getauft zu werden. I'm telling you, the sooner you can make a decision for Christ, the better. Ich sage dir, je früher du eine Entscheidung für Jesus triffst, umso besser. Because even if you're not baptized, you're deciding for Jesus. Denn selbst wenn du noch nicht getauft bist, du hast dich entschieden, du entscheidest dich für Jesus. When I do week of prayer at a school, Wenn ich Gebetswochen mache, I go and visit each grade. dann besuche ich jede Klasse. And I make an appeal for each grade. Und jede Klasse bekommt einen Aufruf von mir. And I see people come forward. Und Menschen kommen nach vorne. Does anyone know what grade, when I make an appeal, the entire class comes forward? Wisst ihr, in welcher Klasse, welcher Schulstufe die ganze Klasse zu mir nach vorne kommt, wenn ich diesen Aufruf mache? Do you know what grade that is? Welche Schulstufe ist das?
What do you think? Was denkt ihr? It's what? Go ahead. Yes, it's kindergarten. They're 5-year-olds. All the 5-year-olds come forward. They want to give their heart to Jesus. Alle 5-jährigen Kindergartenkinder sind es, die wirklich alle nach vorne kommen, alle zu Jesus kommen wollen. I'm telling you right now, it is never easier for you to give your heart to Jesus Christ than right now. Und ich sag's euch, es wird nie leichter sein für euch, euer Leben Jesus zu übergeben, als heute. My brother and I had a very interesting conversation. Mein Bruder und ich hatten ein sehr interessantes Gespräch. I want to raise my family to have worship morning and evening, to love the Lord. Ich möchte meine Familie so erziehen, dass wir Andacht haben gemeinsam, Gott zu dienen. But he's not Adventist, so he has a different thought. Aber er ist kein Adventist, der hat so andere Ideen. And he said, I don't want to have worship in my home. Und er hat gesagt, also in meinem Heim möchte ich keine Andacht And I haben. said, well, why not? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? And he said, well, I want my children to choose on their own. Er hat gesagt, nein, ich möchte das nicht, weil ich möchte, dass meine Kinder selber wählen können. I want them to be able to decide what they want to do. Ich möchte, dass sie selber frei entscheiden können, was sie tun. And I told him this before he started having children. Und ich habe ihm das, was ich jetzt sage, gesagt, bevor er Kinder bekommen hat. And I said, every force in society is going to draw your children away from God. Und ich habe gesagt, jede Macht in dieser Gesellschaft wird versuchen, deine Kinder von Gott And wegzuziehen. if you don't give God in the home, then they have no choice to even choose God because that's not even an option. Und wenn sie Gott nicht zu Hause sehen, dann haben sie gar keine Möglichkeit, sich für ihn zu entscheiden. Das ist nicht mal eine Option. And he said, no, they can choose Christianity or Buddhism or whatever they want. Und er hat gesagt, also sie sollen sich schon frei entscheiden können. Sie können Christen werden, Buddhisten werden. How many of his children do you think are Christian? Wie viele seiner Kinder denkt er sind He has 4 Christen? kids. Er hat 4. How many of his kids do you think are Christian? Of any kind? None of them. Absolutely right. Not one. Kein einziger von ihnen ist Christ. Because they've never been given that option. Sie haben nie diese Möglichkeit bekommen. But if you have God in the home every day, Aber wenn du Gott im Heim hast, jeden Tag, then you have a choice. dann hast du eine Wahl. Because Satan's going to give you all the bad choices. Don't worry. There's going to be plenty of bad choices in the world Wird for dir you. alle anderen schlechten Möglichkeiten geben. Mach dir darum keine Sorgen, es werden genug kommen. But unless you intentionally put God in your home, your children will not choose God. Aber solange du nicht Gott bewusst in dein Heim, in deine Familie nimmst, werden deine Kinder Gott nicht wählen. And the example is much stronger than what you tell your kids. Und die Vorbildwirkung ist sehr viel größer, als was du deinen Kindern alles erzählst. Read Noah, where it says Noah gave the world an example. Go back. Is that it? Noah gave the world an example. Noah gab der Welt ein Beispiel für den Glauben an das, was Gott sagt. Alles, was er besaß, investierte er in die Arche. Als er begann, dieses riesige Boot auf trockenem Boden zu bauen, kamen Scharen aus allen Richtungen, um den seltsamen Anblick zu sehen und die ernsten, inbrünstigen Worte des einzigartigen Predigers zu hören. Jeder Hieb auf die Arche war ein Zeugnis für die Menschen. How many parents do you think complain that their children look at their phones too much? Wie viele Eltern beschweren sich, dass ihre Kinder viel zu sehr am Handy hängen? How many do you think? Ratet mal. All of them, right? Ja, alle. Yeah. But do you know why the kids look at their phone? Aber wisst ihr, warum die Kinder auf ihr Handy schauen? Where do you think they learn it from? Von wem lernen sie denn das? There was one child, they asked him, what do you want to be when you grow up? Da war ein Kind, das wurde gefragt, wie möchtest du sein, wenn du groß bist? And he says, I want to be a cell phone. Ich möchte ein Handy sein, hat er gesagt. And they're like, you want to be a cell phone? You don't want to Was? be Du a willst ein Handy fireman sein? or a policeman or a doctor? He's Kein like, Polizist no, I want to be a oder- cell phone. Na, ich möchte ein Handy sein. And they said, what in the world? Why do you want to be a cell phone? Und alle haben gesagt, ja, wie in aller Welt kommst du darauf? Warum willst du ein Handy sein? He says, because if I was a cell phone, my parents would hold me and look at me all day long.
Dann hat er gesagt, wenn ich ein Handy wäre, dann würden mich meine Eltern den ganzen Tag halten und auf mich schauen, sich um mich kümmern. Kids are the way they are because of what they see. Kinder sind so, wie sie sind, aufgrund dessen, was Never sie sehen. what someone says, only what they do. Nicht, was jemand so groß That's sagt, what they're gonna watch. sondern was sie machen. That's what they're going to do. There are 2 books that reveal your heart. Es gibt 2 Bücher, die... And it's not the Bible. Did you know that? 2 books. Very simple. 2 Bücher, wo man sieht, wie dein Herz ist, wie dein Leben ist. Und das ist nicht die Bibel. Das ist ziemlich Does anyone einfach. know what the 2 books are? Weiß jemand, was diese 2 Bücher sind? And I'm going to make an appeal with this one. Und ich werde Ihnen einen Aufruf machen. The 2 books are your date book and your checkbook. How you spend your time and how you spend your money. Diese Bücher sind dein Kontoauszug und dein Kalender, How do you spend wie your du deine time? Zeit verbringst, How do you wie spend du your dein Geld money? verdienst. I'm going to tell you how I spend my time and my money. Ich möchte euch sagen, wie ich mein Geld und meine Zeit verbringe. You know, many people say, wow, 10%, that's so much. Viele Leute sagen, was, 10% geben, der Zehnte, das ist so viel. But how much did Jesus give you? Aber wie viel hat Jesus dir gegeben? Did he give you just 10%? Hat er dir nur 10% gegeben? His whole life was lived for you. Do you realize that? Sein ganzes Leben wurde für dich gelebt. Ist dir das bewusst? People complain and say, well, when am I going to get to live what I want to do? When am I going to get to live my own life? Die Leute rätseln, ja, wie kann ich mein Leben so leben, wie ich es leben möchte? Jesus' whole life was lived to save you. Do you realize that? Jesu ganzes Leben wurde nur gelebt, um dich zu retten. He never got to go to college. Er ist nie auf die Uni gegangen. He never got to go buy a house. He never got to get Er married. hatte nie ein eigenes Haus, hat nie geheiratet. The only thing he got was you. Das Einzige, was er bekommen hat, war dich. And you were enough. Und du warst genug. You were enough for his whole life to be lived. Genug für sein ganzes Leben, um gelebt zu werden. That's how Jesus spent his time. So hat Jesus seine Zeit verbracht. But what about your money? Was ist mit deinem Geld? Right? I'm going to tell you how I spend my time and my money. Ich würde euch sagen, wie ich mein Geld ausgebe und You know, meine Zeit verbringe. instead of giving 10%, I actually give 30% of my money. Statt 10% gebe ich 30% meines Geldes. And there's a reason why I do that. Und es gibt einen Grund, warum ich das tue. Because when you've got plenty of money, you don't pray. Weil wenn du viel Geld hast, dann betest du nicht. But if you give away 30%, you run out of money really fast. Aber wenn du 30% gibst, dann wird es schnell knapp mit dem Geld. And it makes me pray. I'm like, God, I don't know if I'm going to be able to pay for everything. Und dann fange ich viel mehr an zu beten. Dann muss ich Gott bitten, ja, wie werde ich für alles bezahlen können? And how do I spend my time? Und wie verbringe ich meine Zeit? I only work 6 to 8 days a month. Ich arbeite nur 6 bis 8 Tage pro Monat. You know what I do the rest of the month? Wisst ihr, was ich die restlichen Tage mache? What do you think? Was denkt ihr? You're looking at it Mission right now. Trips, was Menschen. This is what I do the rest of the month. I spend time volunteering for God. Ich verbringe die Zeit, um für Gott zu dienen. And that's the secret of my happiness. Und das ist das Geheimnis von meiner Fröhlichkeit. Because during week of prayer, how many people love the Lord? How many people are like thinking about God? Während der Gebetswoche, wie viele Leute lieben Gott und Are you denken über thinking Gott? about God right now this week? Denkt ihr jetzt diese Woche über Yes, Gott? you are. That's right. But Ja. then when you go home, what's going to happen? Aber dann, wenn ihr nach Hause kommt, Right? ja. But here's how my life goes. Aber so ist mein Leben. Oh, I'm thinking about God. Oh, It's ich denke camp an meeting. Gott. It's so great. Camp-Meeting, wie toll. And then I go home and then I speak at another church. Dann komme ich nach Hause und ja, dann darf ich in der nächsten And Gemeinde then I go predigen. back to work for a little while. And wieder then I go to the arbeiten. Dominican Republic for a mission trip. Aber dann gehe ich in die Dominikanische Republik auf eine Missionsreise. That's why I'm happy. Darum bin ich so glücklich, Because I get camp meeting all the time. weil ich die ganze Zeit Camp-Meeting habe. Do you know who's blessed the most during the meetings? Wisst ihr, wer in so Vorträgen am meisten oder Besprechungen am meisten gesegnet wird? It's not even the people who choose to be baptized. Nicht die Leute, die sich entscheiden, getauft zu werden. It's the person who's sharing.
Es ist die Person, die spricht, die etwas teilt. Because I don't just hear the words. Denn ich höre nicht einfach nur die Worte. I'm typing the words. Ich schreibe die I'm Worte. studying the words. Ich studiere. And I am getting to hear your testimonies of how the words are affecting you. Und ich darf dann eure Zeugnisse hören, wie die Worte euch beeinflussen. I'm going to make an appeal. Ich werde einen Aufruf machen. How many of you would like to make a decision that the first thing in the morning is you're going to talk to God? Raise your hand. Wie viele von euch möchten die Entscheidung treffen, dass das allererste, was ihr morgen macht, ist mit Gott zu sprechen? How many of you want to make that decision? I want to talk to God first before I talk to anyone else. Wie viele von euch wollen diese Entscheidung treffen? Ich möchte zuerst mit Gott reden, bevor I'm ich not mit saying you irgendwem have to have anderen an rede. hour conversation, okay? Just talk to God first. Es geht mir jetzt nicht darum, eine Stunde lang zu beten, sondern red zuerst mit Gott. And how many people want to say, before I read man's words, that includes Facebook, Instagram, any sort of stuff like that, that I want to read God's words? Und wie viele Personen wollen die Entscheidung treffen, dass bevor ich die Worte von Menschen lese, Even dass, if it's just a Bible verse. auch selbst wenn es How ein many people wanna Bibeltext ist, oder decide that? Instagram oder Facebook, möchte ich Alright. zuerst Gottes Wort lesen. Praise God.